empty streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Come back again, run up the bed and go tell your friend. Bringen die um. Unter den silbernen Sternen. Was ist denn? Wen haben wir denn da? Was machst du denn da? Gar nichts. Ich wollte nur schlafen da herinnen. Herin wird nicht geschlafen, in unserem Haus nicht. Ich hab keine Wohnung. Lass es mich, weil Silvester ist. Ach so, weil Silvester ist. Ist vielleicht auch ein Schluckerl Sekt? Sekt hätte ich schon gern. Ja, da ist der Sekt. Da. Wir trinken gewiss auch noch. Du lebst sowieso von unseren Steuergeldern, du Schmarotzer. Ich hab früher Arbeit gehabt. Bitte lass es mich gehen. Zurückreden wirst du auch noch? Du hast wahrscheinlich was im Haus gestohlen, gell? Ich hab mein Leben noch nie was gestohlen. Ich bin ein anständiger Mensch. Jetzt lass es mich gehen. Du bist ein anständiger Mensch? Ich werde dir zeigen, wer ein anständiger Mensch ist. So, hast du ihn. Lass es mich! Komm schon, du Arbeitsloser! Ihr könnt alle weg! Ihr seht uns! Ich kann doch her! Ich werde zeigen, wo du hinkehrst.
Bitte nicht schon wieder abschlecken. Prosit Neujahr. Ebenfalls. Richard? Richard! Was ist los mit dir? Die Silvesterknallerei, was? Aber ich war das nicht. Mir geht es auch auf die Nerven. Du glaubst doch selber nicht, dass ich zu dir da runterkomme, dass du mich begrüßen kannst. Stocki, bist du das? Wird Zeit, dass du auch aufstehst. Ich habe Frühstück mitgebracht. Hast du das Schweindel dahergestellt? Nein. Aber vielleicht die junge Dame, die vorher aus deiner Wohnung gekommen ist. Welche junge Dame? Muss ja ein ziemlich turbulenter Silvester gewesen sein. Naja, es schaut ärger aus, als es war. Sag mal, haben wir heute Dienst? So ist es. Und wie war es bei dir? Die Eltern von meiner Frau waren zu Besuch und zu Mitternacht haben wir Blei gegossen. Naja. So geht's ja nichts Falsches. Hast du wenigstens Wurstsemmel mitgebracht? Heute ist 1. Jänner. Da gibt's Fischsemmel. Wenn du im Bad vorbeikommst, kannst du das Wasser aufdrehen. Aber nicht zu kalt. Ja, schön heiß wesen. Aber nicht zu heiß. Oder mal wollt's mich umbringen? Ja, das Wasser! Mutter. Eigentlich wollte ich da schlafen. Du weißt nur, dass man einen Schock kriegen kann, ja. wenn man mit kaltem Wasser aufgeweckt wird. Warum hast du nicht auf der Couch geschlafen? Das wollte ich ja, aber ich habe mich von dem Rex in Sicherheit bringen müssen. Seit wann hast du Angst vor dem Rex? Seitdem er mich letzte Nacht 3-mal von der Couch gerollt hat, der Gauner. Gerade in meinem Zustand war das kein Kunst. Ich habe mich dann in die Badewanne geflüchtet. Na, da muss ja schön zugegangen sein letzte Nacht. Genieren könnte man sich. Schaut euch mich an. Um 12:30 war ich im Bett. Ah, waren die Schwiegereltern da? Hm? Ja. Erraten. Gut, zieh du dich einmal an. Ich mache einen Kaffee. Geh, schau lieber, ob noch ein Bier da ist. Kann vielleicht mal jemand zum Telefon gehen? Ja, Stockinger bei Moser? Ja, gleichfalls. Und? Was gibt's? Aha. Ja, gut. Wir kommen. Das neue Jahr fängt ja gut an. Richard! Nix mitbauen. Es gibt Arbeit. Ich möchte wirklich wissen, warum ausgerechnet am 1. Jänner immer so viel los ist. Ja, Silvester fallen die Hemmungen, oder, Höllerer? Mhm, das hat man in deiner Wohnung deutlich gesehen. Gutes neues Jahr, meine Herren. Danke ebenfalls. Und? Eine gewisse Erna Mader wohnt im Haus, schaut nach Selbstmord aus, aber ich habe da meine Zweifel. Schon wieder Sherlock Holmes mit Pensionsberechtigung. Komm, Stocki. Tote wurde kurz nach 11 Uhr von einer Hausbewohnerin gefunden, die Wäsche aufhängen wollte. Ja, ich weiß, über Neujahr lässt man keine Wäsche hängen. Also ist sie erst heute Vormittag aufgekommen. Ja, der Arzt meint, dass der Tod zwischen einer halben und einer Stunde nach Mitternacht eingetreten ist. Wir haben da eine zweite Strangulierungsfurche entdeckt. Das heißt aber noch lange nicht, dass es kein Selbstmord war.
Das kann genauso gut von einem missglückten ersten Versuch sein. Ne? Ja, das ist auch die Ansicht des Arztes. Aber schaut euch einmal den Verlauf der beiden Strangulierungsfurchen an. Ich bin ja kein Gerichtsmediziner. Zum Glück. Ist das schon fotografiert? Ja, es reicht fürs Album. Na bitte, was regt ihr? Ja, jetzt schau mich nicht so an. Vielleicht ist noch irgendwas unter der Kiste gelegen. Findest du da vielleicht irgendwas Passendes? Wir übernehmen die Ermittlungen. Alles klar. Also, wir bleiben bei der Einvernahme dabei, dass es ein Selbstmord war. Ja? Alles klar. Vielleicht kriegen wir dann mehr Auskunft über die Tote. Ich glaube, wir können schon froh sein, wenn heute überhaupt einer halbwegs reden kann. Eine Überraschung. Die Krapfen sind ganz frisch. Wir backen sie selber. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Kein Problem. Auch der Kaffee steht immer warm bei uns. Wir sind ein gastfreundliches Haus. Sie sind nicht böse, wo der Hund draußen bleiben muss. Schon in Ordnung. Wir haben es heute sauber gemacht. Kein Problem, Frau Riedl. Der Hund ist das gewöhnt, dass er nicht überall hinein darf. Ja. Nehmen Sie Platz. Danke. Man darf dem Dreck keine Chance geben, sonst breitet er sich aus. Meine Frau ist da sehr penibel. Bitte. Danke. Ja, das sieht man. Sagen Sie, können Sie sich vorstellen, warum die Frau Mader Selbstmord begangen hat? Die Ärmste. Wir waren sehr betroffen, wie wir das gehört haben. Ich meine, sie hat ja schon öfters Depressionen gehabt, aber dass sie sich deswegen gleich... Ja, nehmen Sie einen Krapfen, bitte. Danke. Schrecklich ist das. Gestern sind wir noch hier beisammen gesessen und haben Silvester gefeiert. Aber dann, Verzeihung, müssten Sie doch mehr von Frau Mader wissen. Ich meine, außer dass sie Depressionen gehabt hat. Wir sind ein feines Haus. Es wird nicht getratscht bei uns. Wie war das vielleicht? Wann ist denn die Frau Mader von hier weggegangen, Herr Riedl? Das muss kurz nach 12 gewesen sein. Mitternacht, da war sie noch recht lustig. Und dann ist sie halt wieder in eine von ihre Depressionen verfallen. Ja, dabei waren wir gestern Abend noch so guter Stimmung. Sagen Sie mir noch einmal, wer außer Ihnen dabei war? Das Ehepaar Kovarik und der Rudi Herzog. Die wohnen ebenfalls hier im Haus. Wissen Sie, warum die Frau Mader Depression gehabt hat? Keine Ahnung. Oder, Helga? Nein, Ferdinand. Vielleicht, weil sie allein war. Sie ist ja geschieden seit 5 Jahren. Und in unserem Alter, da findet man halt nicht mehr so leicht jemanden. Ich sag immer zu meiner Frau, sei froh, dass du mich hast. Bei deinem Angebot gibt's keine Nachfrage. Das trifft für andere aber auch zu. Zu wem hatte Frau Mader sonst noch Kontakt? Ich weiß nicht. Also, wenn wir uns nicht um sie gekümmert hätten, dann hätte sie sich vielleicht schon früher. Ja, sie hat öfters gesagt, wenn mich das Leben einmal nicht mehr freut, dann mache ich einfach Schluss. Also da keiner glaubt, dass sie das wirklich... Sie sagen, keiner von uns. Sind Sie in dem Personenkreis, der gestern anwesend war, öfter zusammengekommen? Natürlich. Wir haben öfter gemeinsam Urlaub gemacht. Ja, wir halten eben zusammen in unserem Haus. Ja. Wir haben eine Freundschaft gehabt. Das war eine echte Freundschaft. Ja, eine echte Freundschaft. Darf ich ein paar Krapfen einpacken? Vielleicht für den Nachmittag. Nein, danke. Nicht fürs Hunderl. Nehmen Sie ruhig alle. Es war furchtbar, wie ich sie auf dem Dachboden gefunden habe, die Frau Mader. Und das am 1. Jänner. Und am Silvesterabend waren Sie ganz allein? Das bin ich schon seit 10 Jahren. Damals ist Gott hab ihn selig, mein Mann gestorben. Seither feiere ich immer allein. Und um Mitternacht
schaue ich mir das Feuerwerk am Himmel an. Und sonst war alles ruhig im Haus? Keine Streitereien und so? Wissen Sie, das ist ein feines Haus. Da kommt sowas nicht vor. Lauter angenehme Leute. Ja, um 12 ist es dann ein bisschen lauter geworden. Aha. Wo denn? Im Hof natürlich. Da haben ein paar aus dem Haus wie jedes Jahr Böller geworfen und Raketen abgeschossen. War da die Tote, ich meine die Frau Mader, war die auch dabei? Das weiß ich nicht. Es war zu dunkel. Ich konnte niemanden mit Bestimmtheit erkennen. Aber so viele Möglichkeiten gibt's ja nicht. Frau Matschnik, 4 Hausparteien sind auf Urlaub. Wer bleibt denn da noch? Ja, die Riedels, die Kovacs, der Herr Herzog und ich. Da kommt übrigens gerade der Herr Herzog. Danke. Herr Herzog, einen Moment bitte. Herr Herzog? Ja? Stockinger, Kriminalpolizei. Ich habe da noch ein paar Fragen wegen dem Selbstmord von Frau Mader. Ja, ich habe schon davon gehört. Tragisch. Leider weiß ich aber überhaupt nichts drüber. Wo haben Sie denn den Silvesterabend verbracht? Na, bei den Riedels. Es hat sich leider nichts Besseres ergeben, als verstehen, was ich meine. Wer war denn da sonst noch dabei? Naja, das Ehepaar Kovarik. Und die Frau Mader. Frau Mader war auch noch dabei. Eins verstehe ich nicht. Sie feiern gemeinsam Silvester, eine halbe Stunde später bringt sie sich um und Sie wissen von nichts? Naja, sie war deprimiert. Aber wissen Sie, wie das ist, Herr Kommissar, zu Weihnachten und zu Silvester bringen sich viele Leute um. Aha. Auch eine Art, den Selbstmord einer Bekannten zu sehen. Nein. So gut bekannt war man auch wieder nicht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wo waren Sie eigentlich so gegen 0:30 Uhr, Herr Herzog? Ich war bis um 4 Uhr in der Wohnung von den Riedels. Die werden das jederzeit bestätigen. Und beim Böllerschießen im Hof waren Sie auch nicht dabei? Nein, ich nicht. Wiedersehen. Und Sie sind sicher, dass die Frau Mader alleine in ihre Wohnung gegangen ist? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Sie ist so etwa 11:10 weggegangen. Nicht wahr, Sie? Ja, weil sie Depressionen gehabt hat. Ah, und da hat es niemand von Ihnen der Mühe wert gefunden, Sie in Ihre Wohnung zu begleiten? Die paar Schritte. Was hätte denn da passieren sollen? Ja, da hat der Kurt schon recht. Na, wie man weiß, ist ja leider was passiert. Danke für Ihre Auskünfte. Bis auf die alte Dame waren alle Hausbewohner in der Wohnung von den Riedels. Die anderen sind auf Urlaub. Na, sehr gut. Da kann dann einer dem anderen ein Alibi verschaffen. Das erleichtert die Sache ja ungemein. Es haben alle übereinstimmend ausgesagt, dass die Mader Depression gehabt haben soll. Stellt fest, ob sie deshalb in Behandlung war. Ah ja, den Hof wollte ich mir sowieso noch anschauen. Wozu denn? Die haben doch nur ein paar Raketen da abgeschossen. Da müssten doch die Reste davon noch herumliegen, oder? Die müssen ganz schön herumgekracht haben da. Der Riedel und der Kovarik. Angeblich bis ca. 10:10. Dann sind sie wieder hinaufgegangen. Zumindest hat es die Frau vom Kovarik so bestätigt. Die Damen Kovarik, Mader und Riedel sind mit dem Herrn Herzog in der Wohnung geblieben, weil sie angeblich die Knallerei nicht aus nächster Nähe miterleben wollten. Rex, aus! Lass die Mistkübel in Ruhe. Komm schon, komm. Was ist denn los? Na, was ist los, ne? Sag gut. Los, komm. Du hast ein Taschentuch dabei. Bravo. Aber so allein scheinen die beiden Herren doch nicht gewesen zu sein. Das stimmt. Naja, der Lippenstift deutet darauf hin, dass... Da schau her. Du hättest ja nicht unbedingt sagen müssen, dass du mit der Sissi allein in der Wohnung blieben bist. Warum nicht, hä?
Das ist ja die Wahrheit. Also sollte das ganze Haus wissen, dass ihr zwei Verhältnisse habt. Jetzt hört's endlich auf. Wir haben doch alle ausgesagt, dass die Riedl und die Marder bei uns waren. Wir waren ja so gar nicht allein, der Rudi und ich. Na gut, von der Polizei. Und in Wirklichkeit? Du solltest lieber ganz schön ruhig bleiben, mein Freund. Jetzt hört endlich auf, ihr Idioten! Was ist denn, hä? Reiß dich zusammen. Da, das sind die Fingerabdrücke von der Toten. Und sonst? Naja, außer der zweifachen Strangulierungsbrüche gibt es noch weitere Anzeichen dafür, dass es kein Selbstmord war, sondern Mord. Abschürfungen zum Beispiel, die nichts mit dem Vorgang zu tun haben. Intravitale Verletzungen, so heißt das richtig fachchinesisch. Aber da ist noch was. Jemand, der sich mit einem Gürtel dieser Art erhängt hat, der müsste logischerweise Faserspuren an den Händen haben, aber da ist nichts. Das ist doch ein typischer Fehler bei vorgetäuschtem Erhängen. Stimmt denn die vermutete Todeszeit? Ja, der Tod ist circa eine halbe Stunde nach Mitternacht eingetreten. Es spricht also alles dafür, dass die Frau von hinten erwürgt wurde. Ja, eine Marke verläuft waagrecht nach hinten, die andere schräg nach hinten zum Ohr. So ist es. Es hat sie also jemand erdrosselt, dann auf den Dachboden gebracht und erhängt. Ja. Was machst du denn da? Wer? Ich? Nix, gar nichts. Ich suche wem. Da drin? Da ist niemand. Das habe ich auch bemerkt. Aber ein Freund von mir, der macht mal drin über Nacht. Doch noch nie jemand über Nacht, sonst würde man nämlich die Polizei holen. Und jetzt verschwind. Der hat meine Papiere, ich muss ihn finden. In dem Haus ist nichts zum Finden. Los, Abmarsch! Abmarsch! Was? Los, fahr ab! Marsch! Ja, verschwind! Vielleicht haben der oder die Täter den Mord gar nicht beabsichtigt. Eine Bedrohung, ein Streit und schon ist passiert. Und jetzt versuchen sie die ganze Sache als Selbstmord darzustellen. Danke, Rex. Aber nachdem das Haus da um 21 Uhr zugesperrt wird und keiner was von einem Besuch gesagt hat, könnte es doch eigentlich nur einer von den Hausbewohnern gewesen sein. Aber ein Motiv hat sich nicht einmal andeutungsweise ergeben. Richie, da gibt's nur eins. Dranbleiben. Du weißt doch, wie das am Silvester ist. Da kommen die ganzen Sentiments und Ressentiments des Jahres heraus. Ein nicht ernst gemeinter Flirt, ein falsches Wort, eine Bedrohung, Streit und ein bisschen Alkohol und schon versucht jemand die Schlinge zuzuziehen. Es kann schwierig werden, das Motiv zu finden. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Da hat eine ganze Familie den tyrannischen Vater ermordet. Erhängt, erschlagen, erstochen, erschossen, alles.
Und dann haben sie versucht, die Geschichte als Selbstmord hinzustellen. So ungeschickt hat sich unser Täter nicht verhalten. Was heißt der Täter? Vielleicht war es auch eine Frau. Wenn diese Hausgemeinschaft befreundet ist und zusammenhält, dann wird es schwer sein, denen was nachzuweisen. Ja, wir schauen uns jetzt einmal die Vergangenheit der einzelnen Mieter an. Vielleicht bringt das was. Komme schon vor wie der Stockinger. Hast du noch einen Kater nach dem Silvester? Na, aber ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Aber jetzt muss ich sowieso schon wieder gehen. Du musst gehen. Du gehst immer, weil ich eine Glückssträhne habe. Es geht nicht, dass du gehst. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass ein kultivierter Mensch in einer Badewanne schläft. Jemals behauptet, ein kultivierter Mensch zu sein? Nein. Bei dir daheim kannst du meinetwegen auch im Waschbecken schlafen. Aber in der Wohnung von einem Gruppenleiter ist das peinlich. Was ist, wenn dich die junge Dame gesehen hätte, die bei ihm zu Besuch war? Sie hat mich gesehen, bis sie ins Badezimmer gekommen ist. Und ich sie auch. Bei dem moralischen Verfall wundert es mich nicht, dass die Kriminalität explodiert. Willst du auch einen? Na, danke. Ich will in der Spurensicherung. An einem Sektglas waren die Fingerabdrücke von Frau Mader. Also war sie auch im Hof, wie der Riedl und der Kovarik die Böller abgeschossen haben. Warum hat dann jeder von denen behauptet, dass die Mader in der Wohnung vom Riedl war? Weil sie offensichtlich abgesprochen waren. Wir hätten der Polizei vielleicht sagen sollen, dass du und die Erna auch im Hof wart. Wozu? Du hast doch gesehen, wie der Hund ihr Sektglas gefunden hat. Na und? Das beweist doch nichts. Ich möchte auf keinen Fall in diese Sache hineingezogen werden. Bitte verliert bloß nicht die Nerven. Du kannst dich etwas ablenken. Und die Stellenanzeigen wieder mal lesen. Also hör auf, mir Vorwürfe zu machen. In meinem Alter ist es nicht einfach, eine geeignete Stellung zu finden. Ja, geeignet. Was ist denn für dich schon geeignet? Abteilungsleiter in der Textilbranche. Du wirst es etwas billiger geben müssen. Vielleicht findest du als Chauffeur was. Wenn das ja alles heil überstanden ist. Oder als Hilfsarbeiter. Sag mal, du bist wohl wahnsinnig. Also das mache ich nicht. Glaubst du, ich lass mich von jedem im Haus der Schiefer anschauen? Von dem Verkäufer, dem Herzog oder vielleicht dem Friseur, dem Kovarik? Und du bist überhaupt nichts. Du hast überhaupt keine Arbeit. Du bist arbeitslos. Wenn ich nicht mehr den Posten als Chefsekretärin hätte... Ja, ich weiß, das höre ich dreimal am Tag. Und offensichtlich reicht das immer noch nicht. Ich sag dir eins, ich werde das hier alles nicht aufgeben. Also ich habe den Hausarzt von der Mader erwischt. Sie hat nie irgendwelche Anzeichen von Depressionen gezeigt. Aber das haben doch alle Beteiligten auch schon ausgesagt. Ich finde, wir sollten noch mal hinfahren und dieses feine Haus damit konfrontieren, dass Frau Mader ermordet worden ist. In Ordnung, aber wann? Na jetzt? Sofort? Ja, Richard, die sind doch alle verkatert. Oder sie haben ihren Alkoholspiegel schon wieder gehoben. Genau deshalb will ich jetzt hin. Rex, komm.
Na? Willst du uns das Haus anzünden? Ist das der? Ja, das ist der, den ich schon einmal rausgeschmissen habe. War ein Fehler von dir, noch mal herzukommen. Hören Sie, ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass ich meinen Freund suche, weil der meine Papiere hat. Und ich bin sicher, dass der da war. Und ich habe dir schon einmal gesagt, dass Leute wie du in dem Haus nichts zu suchen haben. Da war niemand herinnen. Na komm, wer den an den Haaren aus. Ich weiß das von der Frau Mader. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass die Polizei im Haus war. Das weiß ich auch. Ach so. Drohen willst du uns? Ja. Ich werde dir zeigen, was passiert, wenn man mir droht. Au! Mocker Blödsinn. Nein, den bringen wir woanders hin. Okay, komm wieder ins Bett. Jetzt haben sie den anderen auch niedergehauen. Lass doch die zwei Idioten Polizei spielen, wenn sie Freude dabei haben. Und was ist, wenn die Polizei draufkommt? Wer glaubt denn schon an Sandler? Hm? Die hauen ihm doch höchstens aus auf der Polizei. Wegen unzumutbarer Geruchsbelästigung. Die Sandler sind mir egal. Mir geht's um die Geschichte mit der Marder. Doch zu, mein Schatzl, wir zwei haben mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun. Und wenn der aber ins Gefängnis geht, dann fährst halt du im Frisiersalon weiter. Und wir zwei, wir machen unser schönes Leben. Ach so hast du dir das gedacht? Wenn ich nicht verheiratet werde, hätte ich mir was Besseres finden als dich. Du bist jetzt ein bisschen nervös, Sissi, gell? Aber wirst sehen. In ein paar Tagen ist die ganze Geschichte vergessen. Die Polizei wird glauben, dass sie die Marder selber umgebracht hat. Tschüss. Hoffentlich. Kannst mir's glauben. Komm her. Nein. Ich hab gesagt, du sollst herkommen. Das ist gern, gell? Ich weiß genau, was du willst. Also am besten konfrontieren wir sie gleichzeitig mit dem Mord. Guten Abend, Frau Riedl, Kriminalpolizei. Ist Ihr Mann zu Hause? Nein, warum? Verzeihen Sie die späte Störung, Herr Herzog. Ja? Ich hätte noch ein paar Fragen. Die Frau Marder ist nämlich ermordet worden. Ermordet? Gottes Willen. Es war Mord. Ein Mord? Ja, dürfte ich bitte hineinkommen? Nein, ich meine, ich hab gerade Besuch. Gut, ich kann Sie im Moment nicht zwingen, Herr Herzog. Dann besprechen wir es halt da zwischen Tür und Angel. Noch einmal hören. Was wirklich nicht, was ich noch für ihn Schildern Sie noch einmal genau den kompletten Silvesterabend. Das habe ich doch schon alles zu Protokoll gegeben, Herr Kommissar. Und dann wissen Sie, was das ist? Das ist eine Tyrannei. Lassen Sie auf, Herr Herzog. Sie brauchen nicht Herr hören. Herzog. Wissen Sie zufällig, wo sich das Ehepaar Kowarek befindet? Nein. Woher soll denn das wissen? Das
Was ist denn los, Rex? Aber Sie müssen doch zumindest wissen, wann Ihr Mann nach Hause kommt. Aha. Schon wieder am Dachboden gewesen, ne? Stockinger! Ja? Den Schlüssel bitte. Was? Machen Sie kein Theater, geben Sie mir den Dachbodenschlüssel. Kümmere dich um die beiden. Hallo? Ich komm gleich, Rex. Danke. Alles in Ordnung? Ja, danke. Brav, Rex, gut. Los! Das waren die zwei feinen Herren vom Haus hier, was? Ja, die haben wahrscheinlich den Pepi umgebracht. Wen? Na, den Pepi. Den Ex-Mann von der Frau Mader. Also, Herr Riedl und Herr Kowarek, können Sie mir erklären, warum Sie den Herrn da umbringen wollten? Der da? Das ist doch kein Herr, das ist doch nur ein Sandler. Schrecken haben wir ihn wollen, damit er nicht wieder ins Haus kommt. Wir hätten ihn schon rechtzeitig rausgelassen. Ach so, nur Schrecken. Und was ist mit seinem Freund? Was haben Sie mit ihm gemacht? Mit dem Herrn Mader? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Einen Herrn Mader kennen wir nicht. Und ohne unseren Anwalt sagen wir jetzt überhaupt nichts mehr. In Ordnung. Ich nehme Sie trotzdem wegen Mordversuch und Mordverdacht in 2 Fällen fest. Schlechtes Jahr für Sie beide. Weißt du, gehen wir. Na, gehen wir. Der muss da gewesen sein. Der hätte mir ja eine Nachricht hinterlassen, wenn er irgendwo anders hingegangen war. Wir haben das unsere Zeichen, weißt? Mhm. Vielleicht ist er gar nicht mehr dazugekommen, eine Nachricht zu hinterlassen. Wir haben den Toten im Brunnen entdeckt und wir werden Ihnen nachweisen, dass Sie auch die Frau Mader ermordet haben. Wahrscheinlich haben Sie die Morde gemeinschaftlich begangen.
Also ich habe mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts. Ach so? Da sollten Sie mir aber schon ein bisschen mehr erzählen. Sonst muss ich davon ausgehen... Bitte sag doch nur, was los war. Vielleicht bleibst du dann Chefsekretärin. Ja, wir waren alle unten im Hof und wir haben zugesehen, wie der Herr Kovarik und wie mein Mann Böller geworfen haben. Wer alle? Außer den Männern, die Frau Marder und ich. Das heißt, die Frau Kovarik und der Herr Herzog waren hier in der Wohnung. Wo ist eigentlich Ihre Frau, Herr Kovarik? Beantworten Sie meine Frage. Klopfen Sie doch mal beim Herrn Herzog an. Machen wir. Und was ist dann passiert, Frau Riedel? Dann sind der Herr Kovarik und mein Mann in den Schuppen gegangen. Die Erna und ich, wir haben ja nicht so drauf geachtet. Der war da drinnen. Der hat uns bedroht und angegriffen. Ja, man sieht sogar jetzt noch, wie schwer Sie verletzt sind. Wir haben zwar den Toten noch nicht geborgen, aber wir werden genau feststellen, wie und woran er gestorben ist, Herr Riedel. Und wie sie ihn aus dem Schuppen geschleppt haben, dann sind wir hingegangen. Wir haben ja das Ganze für einen Scherz gehalten. Es war aber schon zu spät. Rauferei wurde es. Also psofere Geschichte heute. Ja, natürlich. Als Höhepunkt des Silvesterabends bringt man einen armen Teufel um. Armen Teufel. Ein Asozialer war das, der von unserem Geld lebt. Die Polizei sollte froh sein, wenn wir uns um solche Leute kümmern. Aha. Und wie alles vorbei war, hat die Frau Marder plötzlich gemerkt, dass diese nette Silvestergesellschaft einen Ex-Mann umgebracht hat. Ja, dann ist sie hysterisch geworden. Ich meine, sie war doch eh schon 5 Jahre getrennt von ihm. Und wer hat die Frau Marder in ihre Wohnung gebracht? Der Herr Kovarik und mein Mann. Sie hat gedroht, zur Polizei zu gehen. Und dann hat einer von Ihnen sie mit dem Gürtel erwürgt. Nicht wahr, Herr Kovarik? Ich nicht. Ja, was? Du mieser Hund. Du hängst genauso mit drin. Gehen wir. Kurt! Jetzt kannst du endlich herumholen, so viel du willst. Na und? Du hast ja nie was dagegen gehabt, dass dich der Rudi im Bett vertritt. Dir war wichtig, dass es keiner im Haus merkt. Du bist nur stark, wenn du auf jemand hinhauen kannst, der schon am Boden liegt, aber sonst... Aber sonst? Ihr zwei habt vom Fenster aus zugeschaut. Ja, zugeschaut haben wir nicht. Wir haben was Besseres zum Tun. Komm uns her, geh mal, geh. Wir sehen uns noch. Der Baby war einer, auf den hat man sich verlassen können. Ne? Deswegen habe ich mir auch meine Papiere gegeben zum Aufheben, damit ich es nicht verliere in meinen Silvesterrausch. Wie lange kennst du ihn denn? Seit seiner Scheidung. Ab damals ist es steil mit ihm bergab gegangen. Seit seine Ex-Frau in dem Haus da gewohnt hat, ist er manchmal heimlich da hergekommen. Einmal hat er sie sogar getroffen. Aber die hat nichts mehr von ihm wissen wollen. Dabei hat er sie geliebt. Naja, dann hat er den Schuppen da entdeckt. Manchmal hat er da übernachtet. Das hat aber seine Ex-Frau nicht gewusst. Jesus Maria. Sag mal, hast du nie Sehnsucht nach deinem früheren Leben? Na. Wenn ich mir die Leute in dem Haus da anschaue, na. Die hätten ja sogar mich umgebracht. Aber zum Glück war ja der Rex da.